Heute kümmern wir uns um ein häufiges Problem. Und zwar die Unterscheidung zwischen das und das. Und keine Sorge, am Ende dieses Videos werdet ihr genau wissen, wann ihr welches Wort verwenden solltet. Sogar besser als manche Deutschen. Beginnen wir mit der Frage, warum diese Wörter so oft verwechselt werden. Beide klingen gleich und sind oft in ähnlichen Kontexten zu finden. Trotzdem haben sie unterschiedliche Funktionen und Bedeutungen. Die Deutschen verwechseln diese Wörter sogar häufiger als wir Nicht-Muttersprachler, weil sie so lange gesprochen haben, bevor sie das Schreiben gelernt haben. Das heißt, sie wussten gar nicht unbedingt, dass diese Wörter unterschiedlich waren. Sie klingen ja gleich. Das, 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 das. Das mit einem S. Artikel. Das mit einem S dient häufig als bestimmter Artikel im Singular Neutrum. Zum Beispiel im Nominativ. Das Auto ist schnell, aber auch im Akkusativ. Ich mag das Auto nicht. Pronomen. Es kann auch als Pronomen verwendet werden, um auf etwas bereits Erwähntes oder etwas, was im Kontext schon klar ist, zu verweisen. Beispiel. Das ist das Buch, von dem ich gesprochen habe. In der Linguistik nennen wir dieses Pronomen noch spezifischer Demonstrativpronomen. Das mit Doppel-S. Konjunktion. Das mit Doppel-S ist eine Konjunktion und leitet Nebensätze ein. Es verbindet also Haupt- und Nebensätze miteinander. Beispiel. Ich hoffe, dass du die Prüfung bestehst. Oder am Satzanfang. Dass ich Deutsch liebe, wisst ihr schon. In solchen Nebensätzen steht das Verb ganz am Ende, wie bei allen Nebensätzen. Das Schwierigste. Heißt das, wenn das Wort nach einem Komma kommt und dann das Verb am Ende steht, dass es das mit Doppel-S sein muss? Nein, leider nicht. Es gibt eine weitere Kategorie von Pronomen, die ich noch nicht erwähnt habe, und zwar Relativpronomen. Diese kommen in Relativsätzen vor. Diese sind auch Nebensätze, also stehen auch hier die Verben am Ende. Das mit einem S kann also auch so fungieren wie in diesem Satz. Da ist ein Mädchen, das gerne tanzt. Lass uns das vergleichen. Im Relativsatz ist das Relativpronomen hier das immer das Subjekt oder das Objekt. In diesem Beispielsatz ist es das Subjekt. Es ist das Mädchen. Es ist die Person, die gerne tanzt. Wir merken also, das Relativpronomen spielt eine Rolle in der Situation. Im Nebensatz mit das, mit Doppel-S, hat das Wort wenig mit der Situation zu tun. Es ist nicht das Subjekt und es ist auch nicht das Objekt. Ich hoffe, dass du die Prüfung bestehst. Du bist das Subjekt und das Objekt ist die Prüfung. Das verbindet einfach diese Information mit dem Hauptsatz. Das war's. Tipps, Tricks und Tests. Hier sind einige Tipps oder Tests, um Verwirrung zu vermeiden. Artikeltest. Versucht das Wort dieses, jenes oder welches in den Satz einzubauen statt das. Wenn das funktioniert, dann ist es eben ein Artikel und deshalb braucht ihr das mit einem S. Beispiel. Das Auto ist schnell. Dieses Auto ist schnell. Klar,
Die Bedeutung ist nicht genau gleich, aber der Satz funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir den Satz: Ich hoffe, dass du die Prüfung bestehst. Ich hoffe, dieses du die Prüfung bestehst? Nee, das geht gar nicht. Der Demonstrativpronomentest. Das Demonstrativpronomen das kann immer durch es ersetzt werden und der Satz ist immer noch okay. Als Beispiel: Das ist das Buch. Es ist das Buch. Klar, solche Sätze klingen nicht immer super natürlich, aber es funktioniert. Im Vergleich dazu haben wir: Ich hoffe, dass du die Prüfung bestehst. Ich hoffe, du die Prüfung bestehst? Einfach nein. Oh nee. Der Konjunktionstest. Wenn das mit Doppel-S einen Nebensatz einleitet, dann kann der Satz umgebaut werden ohne das und ohne andere Wörter oder so. Und es geht. Zum Beispiel: Ich hoffe, dass du die Prüfung bestehst. Ich hoffe, du bestehst die Prüfung. Dadurch musste sich die Wortstellung ändern, aber es geht. Auf der anderen Seite: Das Auto ist schnell. Auto ist schnell? Oder das ist das Mädchen, das gerne tanzt. Ist das Mädchen, das gerne tanzt? Egal wie wir die Wortstellung ändern, ergibt das auf Deutsch keinen Sinn. Das gleiche gilt für das Relativpronomen das. Ich helfe dem Kind, das nebenan wohnt. Ich helfe dem Kind, nebenan wohnt? Nee, das ist unmöglich. Relativpronomentest. Wenn diese ganzen Tests nicht besteht, dann ist es ziemlich sicher ein Relativpronomen. Also das mit einem S. Übung. Lass uns ein paar Übungen machen. Ich werde Sätze vorlesen und ihr entscheidet, ob das oder das eingefügt werden muss. Nummer 1. Ich bin sicher, dass du morgen kommst. Nummer 2. Das ist das Haus, das ich liebe. Nummer 3. Ich habe das Gefühl, dass sie glücklich ist. Und Nummer 4. Ich denke, das ist eine gute Idee. Schreibe deine Antworten in die Kommentare und dann sehen wir, ob du meine Erklärungen verstanden hast. Also, um noch einmal alles zusammenzufassen. Das mit einem S ist ein Artikel oder Pronomen. Zum Beispiel: Das Auto, das ist gut oder wo ist ein Spielzeug, das nicht zu teuer ist. Das ist eine Konjunktion, die zwei Sätze miteinander verbindet. Zum Beispiel: Ich weiß, dass du da bist. Merke dir die Unterschiede und vermeide so die häufigsten Fehler. Und wie kannst du sicherstellen, dass du nie wieder durcheinander kommst? Übe mit Beispielen. Je mehr du schreibst und sprichst, desto mehr wirst du ein Gefühl dafür entwickeln. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Wenn du noch Fragen hast oder Beispiele teilen möchtest, dann schreibe sie gerne in die Kommentare. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Sprachtipps zu verpassen. Also, bis dann. Tschüss!